Jo, Trophäe. Fettlager der kaiserlichen Draguns. Ich meine natürlich Dragons. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Okay. Damit wird die Szene auch schon mal abgehakt, von der ich gehört habe. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Nee, der ist tot. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Oh, jetzt gibt's Stress. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony?
20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Toll, wir kriegen wieder nicht die Geschichte erzählt, oder was? Ich wollte die doch auch hören. Aus der Versenkung. I'd better give Otto the good news. Haben wir hier neue Sachen? Neue Handaufträge aufgeschrieben. So, Otto. Otto, wir müssen Festmahl machen hier. Ein richtiges Fest aller. Wir haben nämlich unseren Erzfeind getötet. Über die Abenteuer von Nektar, dem Furchtlosen. Ich habe eine tolle Geschichte für dich, Clive. Weißt du, als junger Mogri treibe ich meine Abenteuerlust in die nördlichen I trust Gebiete. you wrapped up warm. Ivo-Kopi, Mogris brauchen doch keine Mützen, schließlich haben wir Fell und Schwanzsäulen, Kupo. Aber Menschen frieren schnell und leiden. Leider hüllt ihr euch nicht allzu gerne in die Pelze fluffiger Kreaturen wie wir, Kupo. Deshalb muss ich meine Reise vorzeitig abbrechen, Kupo. Mit offenen Armen flatterte ich auf den Himmel. Oh mein Gott, ich kann so schnell nicht lesen. Nicht so schnell vorlesen. Okay. Oh, ein S-Rang. Der Zerstörer der Welt. Auftragsort nirgendwo. Können das sein? Dringende Mitteilung an alle Fluchbrecher. Aufgrund der Entdeckung eines gigantischen Echos der Gefallenen in der rosarischen Ruine, die wir in letzter Zeit untersuchen, wird sämtliche Arbeit in der Region vor Ort eingestellt. Damit kein Risiko besteht, dass das Echo durch unsere Anwesenheit erwacht, gilt ein Zutrittsverbot für das gesamte Dorf. Ohne Zits ausdrückliches Erlaubnis ist es nicht weiter gestattet, in dieser Sache etwas zu unternehmen. In der rosarischen Ruine. Es könnte doch... Kann ich reisen? Ich darf tatsächlich jetzt doch reisen. Okay. Es könnte doch... hier sein? Oder haben wir noch eine andere Ruine? Klauster. Witt. Pinbrück. Es könnte der hier sein. Okay, dann haben wir uns mal an was Auto zu sagen. Oh, wobei wir können auch, glaube ich, hier noch mit Desiree reden. Welcome to the Patron's Whisper. Hello. Is everything we've received and Ne, everything promised? 410 ist das nächste. Pff. Best of luck out there, Sid. So, Otto, erzähl mal. Ah, ne, ich erzähl, ne? Ich erzähl. Clive, you're back. Yes. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure.
You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. Natürlich wieder mit Vivian. Vivian, Mrs. Ich sag euch alles, was währenddessen passiert ist, ohne dass ihr es mitbekommt. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And Gegen on mich that day, reiten. who will be trampled Ich underfoot? nicht. In summary, I know not to what end the Royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the Royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Naja, Kupka is Justice. dead. The Revenge wounds he wohl left eher. that night are still raw. Especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Spread the word.
Mal ganz ehrlich, was kann ich eigentlich bei ihr überhaupt machen? My favorite pupil. What is it that you wish to learn? Bei Vivian im Klassenzimmer kann Clive über die Lage Valestiers erfahren, sich ihre Vorträge noch einmal anhören oder sich ein genaues Bild über die Verbindung zwischen Charakteren machen. Here's the Ah! latest information I have. Okay. Wenn ich jetzt hier drücke, dann Gegenwart. Verschollen steht da sogar nur. Ach, da. Oh. Das habe ich gar nicht gerafft, dass das die Barnabas ist. Mysteriöses Wesen. Gegner. Esper-Duell. Getötet. Hat man hier. Ministerpräsident. Whatever. Ihre Mann. Aha. Sitze steckt da so eine Menge Leute. Zu dem man aber irgendwie keine Verbindung hat. Dann. Clive hat gar keine Verbindung mehr zu seinem Bruder. Beste Freund ist auch geil. Aber sein Bruder ist Reisegefährten mit Joshuas Begleiterin. Die beiden. Ach so, die haben getrennte Wege. Ah. Und er hat ihn besucht. Und er hat ihn informiert. Ne, eigentlich ja nicht wirklich, ne? Ist das eine komische Grafik? Wo ist eigentlich das Garuda? Mit welchem Punkt habe ich denn Verbindung mit Garuda? Ach guck mal, hier waren sie noch ein Liebespaar. Here you are. Gott, ist mir das Thus alles zu ends viel. today's lesson. Ja, egal. Hier. Nachricht verteilen. An die 3 wichtigen Leute. Karon! Karon! Gute Nachrichten! Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kuka is dead. No more looking over our shoulders, then. Good. I'll start to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Und sie hat sogar neue And Items. what can I do for you? Und ein neues Gespräch über Hugo Kapka. It's a relief. Eine Sorge weniger. Endlich müssen wir nicht mehr in Angst und Schrecken leben. Thank you. Danke, Clive. Ich weiß, ich bedanke mich nicht oft, aber ich meine es ernst. Oh, und außerdem, toi toi toi. Für viele von uns war Hugo Kapka der größte Albtraum. Jetzt, da er weg ist, haben plötzlich alle wieder Zeit, sich ihren Alltagswehwehchen zuzuwenden. Und als Anführer dieser Rasselbande wird es dir bestimmt nicht erspart bleiben, die ein oder andere Jammerei über dich ergehen zu lassen. Was verkaufst du denn jetzt? Den Verstärker! Der wirkt nicht so gut. Ist hier irgendwas neu? Scheinbar nicht. Materials. Kann ich auch nichts kaufen. Ich habe jetzt so viel Geld, ich kaufe jetzt Rubbing me blind, you know. Notenrollen. Ich habe immer noch das Platin-Schwert. Weg damit. I'll be thankful you got that much. Das kann auch weg. I reckon I can find a buyer. Und alle Wertgegenstände. So. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Schledorn. Gute Blackthorn, Neuigkeiten. do you have a moment? What is it? I'm busy. I wanted to tell you that Hugo Kuka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to
try to live up to the name. Aber du hast doch bestimmt noch was Neues für mich, oder? Yes. Clive? Und wir haben auch noch das Gespräch. Bloody riddance. Gut, dass wir ihn los sind. Wenn jemand ein rostiges Messer in die Eingeweide verdient hatte, dann dieser Bastard. Also, nicht, dass ich dich hier mit einem rostigen Messer rumlaufen lassen würde. Sein Tod wird uns die Menschen, die wir verloren haben, nicht zurückbringen. Aber er hat viele aufatmen lassen. Mich eingeschlossen. Danke, Clive. Sanktfonien dir. Oh, da ist der Verstärker. Und wofür habe ich jetzt... Ich habe doch noch ein Upgrade-Material gekriegt. Verstärker plus 2, ja, den kann ich natürlich machen. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Sind die jetzt schon besser? Oh Gott, echt jetzt? So ist aber plus 2. Warte mal, es geht um Herstellen. Amra, den kann ich herstellen. Should last you a good while. Dann mache ich auch noch den Verstärker plus 1. Scratches, right? Und den Verstärker plus 2. You can thank me later. That it? Fine. Und dann müssen wir noch zu Hapokratz, aber ich will auch mal wieder hier reingucken, ja. Kadermodus, Abschnitt wiederholen. Kadermodus. Das sind nicht so viele Fights. Das ist der Garuda-Fight. Das hier ist der Ifrit-Fight. Ja, okay, stimmt. So viel mehr habe ich auch noch gar nicht gemacht, ne? Nope. Hello! Ah, Clive. Have you come seeking the gift of knowledge? Nee, eigentlich nicht. To share mine, actually. Hugo Cooker is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned? Ich habe gedacht, ich will nicht verwissen hier. Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Right. Let's
and see if Otto has anything else for me. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Ich weiß schon lange nicht I mehr. have quite the find for you today. Nice. Alles neu. You wish to study the tomes? Oh, ich habe fast alle Monster gesehen. Astrologe. Politik und Landeskunde. Aber ich finde schon noch eine gute Menge Charakter, ne? Did you learn everything you needed? So, Otto. Wenn ich gerade jetzt hier eben ein bisschen Zeit habe, ja, kann ich zufällig. Ich kann es verbessern. Aber leider nicht meistern. Was bringt das Meistern hier? Clown-Reichweite wird erhöht. Vielleicht sollte ich einfach den hier meistern, damit ich den hier mit reintun kann in den Baum. Ich meine hier in den Baum mit reintun kann. Dann kann ich den Baum hier mitnehmen und den Baum hier mitnehmen und den Baum hier mitnehmen und dann eigentlich brauche ich hiervon ja eh nur fatale Umarmung. Schwierige Geschichte. Keine Ahnung. Muss ich noch mal überlegen. Oh, spricht hier schon rum hier. Hugo Kapka ist tot. So, oder was gibt's sonst noch? Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tong down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Warum auch? Die hat bestimmt wieder 10.000 Sachen dann für mich, die ich machen soll. Ich will da nicht hingehen. Oh, was ist denn mit dir? Clive. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch ein Gespräch. Wow, Kopf. It was luck. And luck alone. Es war reines Glück, dass ich es in dieser Nacht heil aus dem Versteck geschafft habe. So viele andere haben das nicht. Weißt du, manchmal, da träume ich von ihnen. Immer sage ich ihnen, wie leid es mir tut, dass ich sie nicht retten konnte. Doch jetzt kann ich ihnen eine Botschaft überbringen, dass Kupka tot ist. Dass du sie alle gerecht hast. Ich weiß auch, was sie antworten werden. Also lass es mich für sie sagen. Thank you, Clive. Danke, Clive. Here you go. Neue Nebenquests.
Noch eine neue Nebenquest. Think you Okay. can help? Okay. Ja, sobald ich hier weg muss, ne, kann ich die machen gehen. Aber ich will eigentlich den S-Rank machen. Oh, nicht. If I don't come up with something soon. Hallo. All right, Clive. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... Displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. The Enterprise! Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I was hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then. Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Ja, Clive, du kannst einfach dumm bleiben, ist okay. Nimmt dir keiner übel. Und wieder muss Schledorni alles She durchkönnen, started ey. reading books that don't have any pictures in. Das ist wirklich so, warum liest man denn Bücher ohne Bilder? Hey. Ich finde das hier irgendwie ein bisschen viel zu weitläufig, weiß ich nicht. Da bin ich wieder. Can I ask a favor? Out with it. It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's Tates. Well, I don't know what the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavanotto in here, will ya? All right. Okay. Einfach alle Hilfe. Okay, den muss ich wenigstens selber holen. Das kriegen die noch alleine hin. So Mid's roped us all in here again, has she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them.
Nur, dass ich Now, kauen there's a einfach special so. kind of sand I'm after that you can only find out in the Velcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coat in the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where, and we can get this over with. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Ich würde gern Gav mitnehmen. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Alamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of the stuff from Blackthorn's supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting them fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. Das habe ich mir gedacht. In your own time. Ich habe gedacht, er ist nicht so gut im Kämpfen, deswegen habe ich lieber Otto mitgenommen. Na okay, Otto ist jetzt auch... Gav mitgenommen. Otto ist jetzt zwar auch nicht so der Kämpfer, aber... Habe ich jetzt schon wieder Otto gesagt? Gav ist auf jeden Fall nicht so der Kämpfer, aber ein guter Kundschafter. Und das wird auch wichtig sein. Aber bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe... War das hier? Nee. Hier. Wir wissen, ob der Gegner da ist. Oh Gott, ist das denn weiter weg? Ob da der S-Rang ist. Ob der das ist. So, Ambrosia, komm mal her hier. Come on. Ups, let's go. Nein, gegen diese unterlevelten Gegner werde ich nicht kämpfen. Das macht auch einfach keinen Sinn. Kann ich hier schon lang? Ja. Los, Ambrosia, reite wie der Wind. Hä? Warum ist sie denn einfach die Tore ist? Egal, einfach ignorieren. No need to ride from here. Oh, echt jetzt? Hier ist ein Cutscene-Ort. Hier kannst du nicht durchreiten. Hier über den Zaun rüber? Nice. Muss ich dem wenigstens nicht ausweichen. Yep. Das ist er. Bevor ich den jetzt starte, ja. Möchte ich das jetzt mal wirklich eben kurz. Ich hätte ganz gerne Ramo auf Stelle 1, Felix auf Stelle 2. Okay, ist in Ordnung. Weil dann kann ich eher hier drinnen bleiben und wenn er einen Magieangriff macht,
Kann ich wechseln. Schneller. Muss nicht zweimal drücken. Atlas, Rang S, 20.000. Geld 50 Ansehen. It seems this one has a little more life left in it. All right then. Ups. Sehr schön. Oh. Sonnenwelt. Das war ja nicht mal ansatzweise in die Richtung, Kollege. Level 45 Gegner, by the way. Mist. Oh Gott. Ich glaube nicht so gut. Sehr schön mal hier. Oh Gott, geht das schnell! Der geht ein bisschen langsamer. Oh shit, das war ja der. Oh nee! Nein! Nicht vom nächsten Obelisk! Ist 10 Kilometer weg! Ah, verdammt! Hä, warum denn hier ganz unten? Das ist aber nicht der nächste! Ich gehe mal von hier aus. Mist.
So, Ambrosia, komm her. Muss Rache nehmen jetzt. Run like the wind. Run like the wind. Muss weniger angreifen und mehr Parry. Und dann ist easy. Drüben. Da ist der Minotaurus, das heißt, da drüben ist die Brücke sein. Und absteigen. Back to the stables, girl. Ganz langsam darüber. Ich verstehe wirklich nicht, warum ich hier absteigen muss. Ich verstehe generell nicht, warum ich überhaupt absteigen muss. Hallo Mrs. Spinnen. Bitte ignorieren Sie mich einfach. Ich bin gar nicht da. Jetzt, wo mir mal gerade so auffällt, ne? Gaf ist ja gar nicht hier. Komm wirklich nur für die Mission mit? Oh boy, da ist er. Rematch. Ja, Mist. Trotzdem gehittet? Kannst ja aber eine Stamina nicht zerschlagen. Mist! Warum kriegst du nicht hin? Oh Gott, okay, das hat meine Stamina zu schlagen. Sehr schön. Oh, lol. Well done. Konzentration und dann passt das hier.
Oh Gott. Eine Menge Damage, ey. It's over 50.000, nice. Jetzt kommt der goldene Schnitt. Schön. Aua. Oh Gott. Ja. Einfach mal ein bisschen hier. Das habe ich direkt gemerkt, dass das ein neuer Modell wäre. Macht nicht mehr 2 Wellen hintereinander, oder? Oh doch. Sehr gut. Break! Easy. Easy Gegner. 17.000 XP. 2 Level. Ein legendäres Item. Ui. Ja, was soll mich jetzt noch aufhalten? Was soll mich jetzt noch aufhalten, ey?
Auf einer Kriebück. So, wo haben wir denn Good day to you. die Nebenquest hier? The crystals we get from it. We had to dig a new cellar. Ah, das ist doch Quinten hier. Hallo Mr. Quinten. Ah, oh. Ich habe gar nicht aufgepasst, wie viel Dings hat er mir gegeben. Nicht so viel, okay. Das macht ihn einfach nur stärker. Anzahl der Blitze wird erhöht. Ich verstehe 5500. Let's go. Okay, aber die Nebenquest werden wir uns ein andermal dran setzen. Weil ich jetzt für heute Schluss machen werde. Eieiei, nach dem Kampf gerade eben finde ich es ein gutes Ende. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zugucken, ne? Und dann hören wir uns nächsten Samstag wieder. Tschüss.